Wir freuen uns, dass Jesus ist mit uns hier We are pleased that Jesus is with us here und dass will auch uns segnen und nah zu uns sein. that he would bless us and also be close to us. Ich weiß, dass letzte Wochen irgendwann, We know that sometime the last weeks, wir haben irgendwie unbewusst, unconsciously, wir haben das gepredigt, was eigentlich steht auch im Matthäus-Evangelium von Anfang an. we have preached something that is in the book of Matthew from the beginning. Und ich weiß, dass Sandra hat über himmlische Königsreich gesprochen. And I know that Sandra spoke about the heavenly kingdom. Ich weiß auch, dass irgendwann vor 3 Wochen ich habe über Taufe gesprochen. Jesus war auch getauft, also erstmal hat er über Königsreich gesprochen und dann war er getauft. And firstly he spoke about his kingdom and then he was baptized. Und dann Sandra hat wieder gepredigt über Versuchung auf der Wüste. And then Sandra spoke about the test in the wilderness. Und da habe ich gedacht, dass ich habe sowieso ein kleines Problem letzte Woche, I had a little problem last week. weil ich wusste eigentlich nicht, was ich predigen soll. I didn't know what to preach. Und erstmal gestern kam ich auf diese Idee, ja, das ist das. And just yesterday I came to the idea that this is what I will talk about. Und das für uns ist sehr wichtig, dass wir wissen, dass Jesus seinen Dienst angefangen hat mit diesen 2 Sachen. And it's important for us to know that Jesus began his ministry in those 2 things. Das heißt Taufe und dann auch Versuchung gegangen. That means he spoke about the baptism, about being baptized, and then the test. Dann natürlich konsequente weitere Weise, was hat er weitergemacht. And then what he did after that. Und das ist alles in Matthäus Evangelium und dann in Kapitel 5. It's all in the book of Matthew and then chapter 5. Und vorher auch, er hat erste Jünger berufen. And also before that he called his first disciples. Und dann hat er jemanden geheilt. And then he healed somebody. Also er war schon damals populär, so kann man sagen. He was at that time popular, as one would say. Und dann lesen wir, oder ich habe gelesen im 5. Kapitel von Matthäus, das ist berühmte sogenannte Bergpredigt. And then you see in Matthew chapter 5 the so-called, the famous preaching on the mountain. Und manche sagen, dass diese Bergpredigt, das ist Interpretation von Alten Testament. And some people say the so-called preaching on the mountain is an interpretation of the Old Testament. Besonders von den alttestamentlichen Geboten. Especially the Old Testament commandments. Also ich habe angefangen, das zu lesen, diese Segnungen hier zuerst. I began to first read this on the blessings. Und dann in Kapitel 5, Vers 17, etwas hat mich gekriegt. And then in chapter 5, verse 17, something grabbed my heart. Das ist geschrieben, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. The reading goes like this. Do not think that I came to abolish the law and prophets. I didn't come to abolish, but to fulfill. Jesus hatte gesagt zu vielen Menschen, die da versammelt waren. Jesus spoke to a lot of people that gathered there. Und auch zu seinen Jüngern. And also to his disciples. Verse 1 bis 2. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er öffnete seinen Mund und lehrte sie. Okay, in Matthew chapter 5, verse 1 and 2, it says where Jesus began his ministry after his baptism, the temptation in the desert, and the calling of the first disciples. And when Jesus saw the crowd, he went up to the mountain, he sat down, and his disciples came to him, and he opened up his mouth and he taught them. Er hat gelehrt people.
He taught people. Eigentlich, das ist eine von wichtigsten Sachen, Themen in Christentum. Eventually, that is one of the most important thing in Christianity. Wir wissen, dass Jesus Jünger waren auch als seine Nachfolger genannt. We know that Jesus' disciples were called his followers. Und sie sollten auch danach später, sie sollten auch die anderen Menschen unterrichten. And later they were to teach the other people. Gut, und Jesus hat auch angefangen mit ersten Thema. And Jesus began with the first theme. Und man kann hier irgendwie überrascht sein. And some person can be surprised here. Was für Thema hat er gehabt? What theme did he have? Ich glaube, dieses Thema, was Jesus hier angefangen, das ist ganz selten in der Kirche gepredigt. And I believe that the theme that Jesus spoke about here is very seldom preached in the churches. Es geht um Beziehung zwischen Alten und Neuen Testament. It deals with the relationship between the Old and the New Testament. Und das sind große Unterschiede eigentlich. And there is a big difference eventually. Gut, wir Christen, wir haben Bibel und diese Bibel hat 2 Bücher. We as Christians, we have the Bible and the Bible has 2 books. Und erster großer Teil, das ist Alten Testament. The first big part of it is the Old Testament. Und Altes Testament war für Juden adressiert oder geschrieben. And the Old Testament was addressed to the Jewish people or written to the Jewish people. Und da haben wir auch Neuen Testament. There we have the New Testament. Und Neues Testament fängt an von Jesus. And the New Testament begins with Jesus. Und Neues Testament ist adressiert zum Christen. And the New Testament is addressed to the Christians. Was für Beziehungen sind zwischen Alten Testament und Neuen Testament? What's the relationship between the Old Testament and the New Ich Testament? weiß, dass viele Kirchen irgendwie mischen das alles. And I believe that a lot of churches mix everything together. Okay, wir sagen, das Alte Testament ist wichtig, Yes, we say that the Old Testament is important in verschiedenen Sachen auch, Themen, in a lot of different themes also. als Illustration auch für uns, als Beispiele. Also as an example or illustration to us. Aber mit der Lehre, das ist ein bisschen anders. But with the teaching, it's a bit different. Sogar Gebote, alttestamentliche Gebote. Actually, like the Old Testament commandments. Und Jesus sprach über den ganzen Bergpredigt, sprach er über diese Beziehung auch zum Gebote von Alten Testament. With the relationship with the Old Testament, Jesus began to speak about the commandments. In Kirchen, 10 Gebote sind sehr bekannt. In the church, the 10 commandments are very famous or well known. Aber wenn wir vergleichen diese 10 Gebote mit manchen Worten von Jesus in Bergpredigt, When you look at the difference between the Old Testament preaching and the one that Jesus did in the mountain, dann sehen wir ganz riesige Unterschiede. and then we see a real big difference. Wirklich große Unterschiede. A real big difference. Fast ganz andere Lehre. Totally different teaching. Lass uns nicht vergessen, dass Jesus war Jude, seine Eltern waren Juden Let's not forget that Jesus was a Jew and his parents were Jewish. und er zuerst war zum Juden gesandt. And he was firstly sent to the Jews. Und er hat gesprochen auch zu Juden. And he also spoke to the Und Jews. deswegen, er hat über diese jüdische Glaube oder diesen, ich würde sagen, jüdische Bibel, Alten Testament, gesprochen. He spoke about the Old Testament teachings in the Und das Bible. ist dieser erste in diesem Vers 17, dass er hat gesagt, dass er hat das Gesetz und Propheten nicht aufgehoben. He didn't come to demolish what the prophets have said. Und dann, wenn wir weiterlesen, das ist ein bisschen anders. When you continue reading, it's a bit different. Allerdings, das ist nicht nur ein bisschen anders, aber man kann sagen, das ist eine Jesus-Interpretation, neue Bedeutung für die alten Gebote zu geben. It's not different, but Jesus gives a new interpretation of the Old Testament. Und er hat hier gesagt, dass er ist gekommen, nicht aufzuheben, sondern um zu erfüllen. He didn't come to abolish, but he came to fulfill. Erfüllen, das ist das Schlüsselwort. To fulfill is the key word here. Auf Griechisch, das ist Piero. It's like plero. Und das heißt erfüllen, aber auch beenden, vollenden, fertigstellen. It means
to terminate, to complete, and to fulfill. Und das Jesus hat gemacht. Mit diesen Geboten, mit Gesetz. That's what Jesus did in this fulfilling of this commandment. Also Gesetz, das waren die Gebote in 5 Mosebücher. That's the fulfillment of the 5 books of Moses. Und was heißt das? Er hat das erfüllt. What does it mean that he fulfilled it? Er hat andere Bedeutung gegeben. It's another meaning that he had given. Und ich weiß nicht, ob ihr hat das schon genau gelesen und versucht zu vergleichen. I don't know if you read it or tried to check it out. Aber Jesus in den ganzen Bergpredigt spricht nicht über alle 10 Gebote. But in this preaching on the mountain, Jesus didn't talk about the entire 10 commandments. Jesus sprach über mehr. Jesus spoke about more. Lass uns erinnern, dass diese 10 Gebote, das ist, ich lese jetzt, das ist 2. Mose 20, 1 bis 17. Okay, this 10 commandments is Exodus chapter 20, verse 1 to 17. Und 5. Mose 5, 1 bis 21. Deuteronomy chapter 5, verse 1 to 21. Aber Jesus in Bergpredigt sprach auch über andere Gebote von zum Beispiel 3. Mose, Kapitel 19. And Jesus spoke about something else in Leviticus chapter 19. Ich habe fast alle hier als Beispiele genommen. I have taken everything here, I believe, as an example. Und zum Beispiel 6. Gebot in dem Mose-Gesetz oder diese 10 Gebote. For example, the 6th commandment in Moses' commandments. Das steht, du werdest nicht anderen umbringen. It says there, you shall not murder anybody. Das ist 6. Gebot That's the 6th commandment nach der Bibel. after the Bible. Weil in Katechismen 2. Gebot war auf die Seite geschoben. Because in catechism, that one of it is put aside. Ich weiß nicht warum, I don't know why. aber alte Kirche hat diese 2. Gebot weggenommen. Because they had put aside this commandment. Und da steht, dass du wirst sich keine Abbildung machen von Heiligtum. That you should not make an image or idol of anything. Okay, das ist ein anderes Thema. That's another theme. Das 6. Gebot ist über Mord. Then the 6th commandment is about murder. Und wenn wir über Mord hören oder sprechen, dann denken wir über Tat. Then when we think about murder, we think about deeds. Wie Jesus hat das interpretiert. How did Jesus interpret that? Er hat gesagt, das ist nicht nur Tat. Jesus said it's not only about deeds. Und darüber kann man lesen auch in 5:21 und folgende. And that's where you could read in chapter 5, verse 21 and Aber onwards. ich mache das kurzer. But I will do it shorter. Jesus hat gesagt auch, dass eigentlich Mord fängt an schon, wenn jemand in seinem Herzen hat Wut oder nicht nur Herzen, aber It says, Jesus said something else. He said, murder starts with someone that has anger in their heart. Jesus sagt auch, dass Meinungsunterschiede, das gehört auch zum Mord schon. And Jesus also said the difference of opinions also comes to murder. Also Jesus hat ganz in diese Gebot ist gegangen. Jesus went very deep into this commandment. Dann sprach auch über 7. Gebot, Ehebruch. And then Jesus spoke about the 7th commandment, adultery. Und was verstehen wir über Ehebruch? What can we understand about adultery? Nach Mose-Gesetz, nach Mose-Gebote, das ist Tat. After Moses' commandment, that is deeds. Und das ist natürlich ganz schlechte Sache. And Dann that's kommt zu actually sowas. a very bad situation. Man darf das nicht. And somebody should not do that. Aber Jesus geht tiefer But Jesus goes deeper in diese Bedeutung in hier, this meaning here, in seiner Interpretation, in his in interpretation, neue Lehre. in his new teaching. Was hat er gesagt? What did he say? Wenn jemand schon schaut auf anderen Geschlecht, dann das ist schon Ehebruch. Mit Lust natürlich. It says that regarding adultery, if anyone looks at somebody with lust in their heart, that's adultery. Das ist auch schon Ehebruch. That's also adultery. Wenn wir nach Mose-Gebote leben wollen, If we want to live in the commandment of Moses, dann sehr schnell können wir auch andere Menschen verurteilen nach dem Tat. and then we could also judge somebody according to their deeds.
Aber wir kennen die Geschichte vom Neuen Testament, als da eine Ehebrecherin kam zu Jesus. And we know from the New Testament an adulteress came to Jesus. Ehebrecherin nach dem Tat oder die Taten. An adulteress after the deeds of adultery. Und dann rannen auch die Pharisäer und die Leute, die gerne auch anderen verurteilen. And then came the Pharisees and the others to judge and accuse her. Was hat Jesus gemacht? What did Jesus say? Die wollten, dass diese Frau wird gesteinigt. They wanted to stone this woman. Jesus hat etwas geschrieben. Das ist das einzige Mal, dass Jesus hat was geschrieben. In dem Neuen Testament natürlich. And then Jesus wrote Auf dem something. Sand. It was on the sand. It was the first time that Jesus had written Und dann something. stell mal vor, diese alle Pharisäer da haben geschrien, ja, steinige ihn, steinige, And then all steinige sie. the Pharisees stood and said, stone her, stone her. Und dann Jesus hat auf sie geguckt und auf die Leute da und hat gesagt, wenn jemand von euch ohne Sünde ist, And Jesus looked at the people and said, if anyone is without sin, dann fängt an mit erster Stein. and then start to throw the first stone. Und ich glaube, er meinte auch damals über das, dass die Pharisäer wahrscheinlich haben auch Ehebruch in Herzen gehabt. And perhaps he was speaking about the Pharisees that also had adultery in their own hearts, Weil das ist der Kontext. because that's the context. Und was ist passiert? And then what happened? Die haben es verstanden. They understood. Und die sind leise, still weggegangen. Slowly, they went away. Die haben erkannt, dass die sind nicht frei von Ehebruch, von They der Sünde. knew that they were not free from adultery, the Also sin of das ist- adultery in Also their hearts. wenn jemand will verurteilen, dann muss er erstmal sein Herzen und seine Augen wahrscheinlich auch. If somebody wants to judge, then they must first look at their own hearts and their eyes also. Er hat auch in Bezug auf Gebote über Eid gesprochen, dass wir sollen nicht Eid oder Gelübnis machen. He also spoke about oaths, that we should not make an oath. Aber er hat das interpretiert, dass unsere Sprache, unser Benehmen in Konversationen auch mit klarer Rede und auch sanfter Rede sein soll. He said that our words should be pure and clear speech. Und da hat er gesagt, wir müssen auch klar sein. Ja ist ja, Nein ist Nein. Keine irgendwie Zwischenbedeutung. He said we must be clear, yes is yes and no is no. Wenn wir schon das analysieren und vergleichen, When we look at this and analyze and compare it, dann sehen wir, das ist doch Unterschied zwischen Alten Testament und Neuen Testament. and then we see, yes, there is a difference between the Old and Natürlich. New Testament, naturally. Und übrigens Gesetz, alttestamentlicher Gesetz, das ist nur das, was in Mose-Büchern steht. You look at the Old Testament, that only stays in the book of Moses. Das sind hunderte Gebote, wenn nicht auch Tausende. There's hundreds, or if not thousands, of commandments. Und diese ausgewählte Volk, Juden, haben das bekommen, um Gott zu gehorsam zu sein. They use that to become obedient to God. Aber das ist fast unmöglich, diese alle Gebote zu erfüllen. But it's impossible to fulfill all the commandments. In einem Brief am Ende von der Bibel, vom Neuen Testament steht es, wenn wir in eine Sünde schon fallen, dann sind wir schuldig, ganze Gesetz. In one of the books of the Bible, it says if we are guilty of one command, then we are guilty of all. Also Jesus hat schon ganz klar über diesen Unterschied hier gesprochen zu diesen Menschen. Jesus spoke very clearly about the differences here. Da später auch im Neuen Testament, beziehungsweise ich werde jetzt sagen, christlicher Bibel, And later in the New Testament, I would call it the Christian Bible. besonders Paulus hat viel über diese Beziehung von neuen geistlichen Christentum und Alten Testament geschrieben. That's where Paul had written a lot about the Old Testament in the New Testament. Da sind ganz besonders 3 Bücher im Neuen Testament, There's especially 3 books in the New Testament. die sprechen sehr viel über diese Beziehung zum Alten Testament. It speaks a lot about this relationship Das between ist- the Old Testament Das and ist the New. Römerbrief, That's the book of Romans, dann ganz besonders Galaterbrief the book of Galatians, und auch
Hebräerbrief. and also the book of Hebrews. Also ganz besonders Hebräer und Galater. Especially the book of Hebrews and Das Galatians. zeigt sehr klar, was für Unterschiede sind das. It shows us very clearly what's the difference. Von Römer habe ich auch ein Vers hier, das Paulus hat geschrieben, das Endziel des Gesetzes ist Christus. It says in Romans chapter 10 verse 4, the end of the law is Christ. Das heißt, ganze Gesetz Mose eigentlich für uns ist erfüllt in Jesus. It means that the entire laws of the Bible is fulfilled in Jesus. Und das ist nicht nur diese Hauptend von Jesus Leben It's not only the end result of Jesus' life und auch sein Dienst hier auf dieser and Erde, his life on the earth, das heißt Kreuz, that's the cross, aber das sind auch alle anderen Sachen, die er hat gesprochen und getan. and all the other things that he had spoken about and did. Also Lehre, seine Lehre, das ist Endziel von Gesetz. That's his teaching. Und dann Galater, Paulus war ziemlich scharf in diesem Thema. And then in Galatians, Paul was also very firm on this theme. Er war natürlich auch Jude, He was naturally a Jew, aber er war von Juden verfolgt. but he was persecuted by the Jews. Und da zum Beispiel in Galater 5,4 er schrieb, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch Gesetz gerecht werden wollt. It says in Galatians chapter 5 verse 4, you are separated from Christ, you who want to be justified by the law. Das ist hart, That is hard. das ist absolut hart. It's hard. Aber so ist das. But that's how it is. Das ist unser neutestamentlicher oder christlicher Bibel sagt. That's our Christian Bible. Hebräer auch. Hebrews 2. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, in dem Verschwinden nahe. Hebrews chapter 8 verse 13 says, in speaking of a new covenant, he had declared the first to be obsolete, but what is obsolete and outdated is close to disappearing. Also alter ist schon alter. The old is already Das old. gilt für uns nicht mehr. It's not valid for us anymore. Das ist das klar hier gesagt. Entweder der alte oder Christus. It's clearly said here, we accept the old or Christ. Und wenn wir auf diese Geschichte von Kirche schauen, When we look at the story of the church, das ist meistens in Apostelgeschichte, Buch. especially in the Acts, book of Acts, In Englisch das ist gut, aber in anderen Sprachen das ist Apostelgeschichte, das heißt so. it's like the apostles' story In anderen Sprachen. in other languages. In Deutsch, in Polnisch und viele andere. In German, in English and all in many others. Ich glaube, das ist falsch, I believe it's false. dieser Name Apostelgeschichte. This name apostles story. Weil in dieser Apostelgeschichte-Buch, wir haben nur 2 Apostel von Jesus. Because in the apostle story we only have 2 apostles, Petrus und Johannes. Peter and John. Wo sind die 10 anderen? Where are the 10 others, Beziehungsweise 9. especially the 9? Okay, da sind auch in Kapitel 14 in diesem Buch, da sind auch Barnabas und Paulus auch genannt als Apostel. And also in chapter 14, Barnabas and Paul are also called apostles. Ganz klar und deutlich. Very clear. Das heißt, dass der Name Apostel bezieht sich nicht nur auf 12 von Jesus, It means that the name apostle is not just for the 12 of Jesus. but it's a continuation. Und da, also, erste Kirche in diesem Buch von, ich werde das sagen, nicht Apostelgeschichte, aber Ekklesiageschichte. That doesn't mean the apostles' story, but the story of the church. Und da wissen wir, wenn wir das genauer lesen, da war schon erster Konflikt im Christentum. When we look at it exactly, we find that that was the first conflict in Christianity. Das war am Anfang gefährlich, weil das die jüdische Messianik-Christen, so würde ich sagen, It is a little dangerous because it's Jewish Christian, Messianic Christians. die wollten, dass Lehre Jesu wird mit Mose-Gesetz vermischt. They wanted to mix the teachings of Jesus with Moses' teachings. Und wir wissen, dass hauptsächlich ein Thema war, heißt Beschneidung.
And we know that the teaching was very hot regarding circumcision. Und da waren starke Spannungen zwischen ersten Christen. That was a big disagreement. Diese Christen First Christians. in Jerusalem waren anders als Christen in Antiochia. The Christians in Jerusalem were different from the Christians in Antioch. Und da Spaltungen kamen. And there came a division. Und deswegen die leitenden Personen haben sich getroffen, um dieses Problem zu lösen. And then the leaders got together and met and tried to resolve the situation. Und die haben das gemacht, And they did it, aber das war nur theoretisch. but it was theoretical. Und ich glaube, dass dieses Problem zieht sich bis heute. And I believe that the problem continues. Das sehen wir in die verschiedenen Kirchen. And we see it in different churches. Also das ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Alten Testament und Neuen Testament. I believe that we should make a difference between the Old Testament and the New. Für uns als Christen gilt Neues Testamentliche Lehre. For us as Christians, the New Testament teaching is valid. Und wenn wir das vermischen, dann haben wir Probleme. When we mix, then we have problems. Okay? Und jetzt, das ist nicht nur ein großes Problem mit Vermischung von Alten und Neuen Testament. And now it's not only the biggest problem with the Old and New Testament. Irgendwie als Christen oder Kirchen haben wir das geerbt von der damaligen Zeit. And then as Christians, we have inherited something from that time. Und wir haben selber angefangen, diese Spaltungen zu vergrößern und vergrößern. And we ourselves has caused these differences to become bigger and bigger. Ich spreche nicht nur über historische Kirche, alten Kirchen, I'm not speaking only about the historical church, the old church. aber auch von sogenannten freien Kirchen. I'm also talking about the so-called free churches. Und für mich sehr wichtig, und ich glaube, es soll für jeden Christ auch sein, ist Markus, das was Markus in Kapitel 7, Verse 7 bis 9 sagt oder schrieb. And for me, it's very important, especially Mark chapter 7, verse 7 to 9. Er warnt uns, He warns us, und zwar sehr, sehr ernst. and very seriously. Er schreibt so: He writes so. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Und er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Okay, it says again, Mark chapter 7, verse 7 to 9. But in vain do they worship me, because they teach doctrines that are commandments of men. For you forsake the commandment of God and keep the tradition of men. And he said to them, well do you reject the commandments of God in order to keep your own tradition? Zum Schluss, In conclusion, Anwendung, ich möchte sagen, I want to say dass wir sollen auch gewarnt uns fühlen we should also feel warned. und wirklich, heutzutage wir sind überflutet von verschiedenen Lehren, von verschiedenen Richtungen, alten und neuen. We are influenced from all directions, the old and the new. Und wir sollen aufpassen. We must be careful. Auch wenn wir was hören, auch wenn wir lesen oder auch wenn wir gewachsen in irgendwelche Tradition sind. Also when we are learning or we are growing in different traditions. Das ist wichtig, dass wir uns selber zum Jesus-Lehre und zum Neuen Testamentlichen Lehre vergleichen. That we would observe the New Testament teaching of Ist Jesus. das alles, was du glaubst? Ist das basiert auf Neuen Testament? Everything you believe, is it based on the New Testament? Oder auf alte Tradition? Or is there the old tradition? Oder neue Erfindungen von manchen Menschen? Or something new that you're finding from people? Vergleiche das Compare it und anwende das in dein Leben. and apply it into your life. Amen. Amen. Himmlischer Vater, ich bitte dich,
dass du hilfst uns, immer auf dich schauen, auf deine Lehre und auf das auch, was deine Nachfolger Jünger im Neuen Testament geschrieben haben, erklärt und gezeigt haben. Hilf uns, Jesu. Amen.